Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast von Madame Fogana Herzenssache, mal wieder mit einer Sonderfolge. Und heute habe ich den Heiko Menke zu Gast bei mir, beziehungsweise ich bin bei ihm zu Gast. Ich bin nämlich zu ihm in seinen Laden gefahren und es soll heute darum gehen, wer er ist, was er macht, warum er sich engagiert. Ja. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte für alle, die sich vielleicht überlegen, mal irgendwas zu machen für andere Menschen. Ja, wie kommt man denn dazu? Lieber Heiko, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Bettina. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Vielleicht magst du dich mal selber vorstellen. Gib mal preis, wer du bist. Ja, ich bin Heiko, ich bin 51 Jahre alt, habe 3 Kinder, glücklich verheiratet, einen Hund und als großes Dauerprojekt ein Gartencenter. Und im Gartencenter haben wir ein großes Team. Wir haben 100 Menschen, die hier zusammenarbeiten. Und das haben wir in der jetzigen Form, sind wir 2009 gestartet, also schon vor einigen Jahren. Und ja, und das ist so das, was ich täglich tue. Und da versuchen wir mit dem Gartencenter natürlich immer uns weiterzuentwickeln und zu schauen, was tun wir für die Welt, was tun wir für uns, wie geht es uns letztendlich dabei, aber wie können wir auch das, was wir tun und gerade das Miteinander, was mir extrem wichtig ist, im Team auch letztendlich, wie können wir das verbessern, wie können wir da Gutes miteinander tun und das Gute auch nach außen tragen und wie können wir andere Menschen daran teilhaben lassen, dass es hier uns eben einfach gut geht. Ja, und jetzt sitzen natürlich wir beide hier zusammen. Jetzt wäre ja mal die spannende Frage, warum? Wie hast du von uns, von Madame Fogana gehört? Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich habe nachgeschaut, ich habe 2012 dein Buch gekauft. Ich habe davon gehört, weil du ja letztendlich hier aus der Nähe kommst ursprünglich. Und irgendwo habe ich glaube, über einen Fernsehbeitrag oder über irgendwas habe ich gehört, von dir gehört letztendlich und fand das super spannend. Die Kombination auf der einen Seite jemand direkt hier aus der Nähe, der einen sehr sympathischen Eindruck macht. Auf der anderen Seite auf der anderen Seite eben auch eine Organisation in Ghana und die halt eben keine Riesenorganisation ist, sondern wo es einfach, wo es um, wie du auch immer so schön sagst, um Herzenssachen geht letztendlich. Ja. Und dann habe ich das Buch gelesen, dann gab es irgendwann, ich glaube es war 2013, fast so ein Vortrag, gab es einen Termin hier in Hagen, wo ich dich dann zum ersten Mal live erlebt habe. Einer von den Termin, genau, wo wir dann einfach vor Ort sind und so einen Ghana-Abend dann veranstalten. Wahrscheinlich war das sowas. Genau, sowas in der Richtung. Da habe ich zum ersten Mal gesehen und live erlebt und einfach auch gespürt, dass du hinter deiner Sache komplett dahinter stehst und vor allen Dingen, was mich von Anfang an eben so begeistert hat, dass es bei dir darum geht, nicht irgendwo was überzustülpen, sondern einfach vor Ort Menschen dort zu erreichen, wo sie sind und sie dort zu unterstützen, wo sie auch selber stehen, sowohl physisch als auch psychisch letztendlich. Nicht einfach irgendwo was hinspenden oder was geben oder sammeln und gucken, wir haben jetzt Geld und geben das irgendwo hin, sondern wirklich vor Ort guckst, wo ist der Bedarf, wo sind die Menschen wirklich auch dabei, wie kann ich Hilfe zur Selbsthilfe geben, wie kann ich unterstützen und das war so das, was mich einfach total, dann begeistert hat letztendlich und So ist dann die Partnerschaft entstanden und jetzt hast du schon erwähnt, was du beruflich machst und wo ja sicherlich auch dein Herzblut liegt, weil wenn man in Deutschland selbstständig ist, dann hat das, das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Und du hast ja ein ganz spezielles Projekt, was dir und deiner Familie, deiner Frau sehr am Herzen liegt. Vielleicht magst du einfach selber ein bisschen darüber erzählen, was das für ein Projekt ist, wo du dich bei Madame Fogana erstmal kernmäßig engagierst, wobei über die Jahre natürlich auch andere Sachen einfach noch zugekommen sind. Ja, wir haben ja angefangen, dass wir damals
ein Brunnenprojekt unterstützt haben letztendlich, also erst mal miteinander geredet haben und dann sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen, was könnte denn zu uns passen, was gibt es denn für ein Projekt oder für eine Idee, wo wir auch sagen, da unterstützen wir dauerhaft und immer wieder letztendlich. Und da ist dann bei euch das Projekt Baumpflanzungen neu entstanden, wo Ja. es letztendlich ja darum geht, hauptsächlich im Norden Ghanas, hauptsächlich bei Schulen letztendlich Bäume zu pflanzen, eben mit dem Ziel, Schatten zu spenden, Früchte zu geben, die Schulkinder mit reinzunehmen, ins Boot zu nehmen, in die Pflege mit reinzunehmen letztendlich. Also für mich so ein typisches Madame Vogana Projekt, wo einfach mit einer Sache gleich ganz viele Ziele erfüllt werden letztendlich. Die Menschen mitgenommen werden, etwas Gutes aufgebaut wird, was allerdings auch nur funktioniert, wenn die Menschen vor Ort dabei sind und mitmachen. Bäume pflanzen ist ein ganz klassisches Projekt. Das geht ja nicht nur, indem man was pflanzt und dann hinterlässt, sondern die Menschen müssen halt dabei bleiben. Das heißt, die Menschen müssen sich selber dafür begeistern. Sie müssen selber ja auch ganz viel Arbeit vor Ort leisten, damit die kleinen Bäume dann auch groß werden. Und und das fand ich passt natürlich zu uns als Gartencenter unheimlich gut. Und wir haben dann, für uns ist das ein Projekt, was dauerhaft durchläuft, wir haben Artikel bei uns im Gartencenter, wo wir sagen, wenn der Kunde die kauft, dann gibt's eben spenden wir 1 Euro, spenden wir 2 Euro. Ja. Wir haben die letzten Jahre alle Weihnachtsbäume, die wir in den letzten Jahren verkauft haben, haben wir für jeden Weihnachtsbaum entsprechend 2 Bäume in Ghana gespendet. Und das kommt super an, das kommt beim Team super an. Wir haben auch im Team letztendlich einige Teammitglieder, die sich dafür genauso begeistern und das Projekt dann mit unterstützen, auch im Team dafür werben und einfach dabei sind und es weitertragen letztendlich, was ja wichtig ist. Jetzt hast du natürlich beruflich da diesen Anknüpfungspunkt mit den Pflanzen, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne. Aber wenn du mal auf dich selber guckst, gibt es da in deiner Biografie oder in deinem Wesen oder so etwas, was dich, weiß ich nicht, vielleicht schon länger begleitet oder warum das auch für dich als Mensch persönlich jetzt wichtig ist? Weil du hättest dich auch nicht engagieren können oder vielleicht einfach gucken, deine Zeit für was anderes einzusetzen. Aber was motiviert dich oder gibt es irgendwas, was du teilen möchtest, was dir persönlich an der Sache wichtig ist? Dir als Heiko. Ich finde es einfach toll, Menschen unterstützen zu können. Ich finde es, mein erster Kontakt zu, ich sag mal, einer anderen Welt in Anführungsstrichen außerhalb unseres Verwöhnortes, den wir hier haben, wo es uns allen gut geht, war eine Reise nach Indien tatsächlich. Da bin ich zum ersten Mal konfrontiert worden mit Kinderheimen. Wir sind da rumgefahren, wir haben einen Tag gearbeitet bei Mutter Teresa damals. Das war ganz ergreifend für mich, beeindruckend, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt einfach völlig andere Orte auf der Welt, wo wir, wenn wir an der richtigen Stelle unterstützen und wenn jemand vor Ort ist, der wirklich sich begeistert für diese Sache und vor Ort mit den Menschen etwas tut und weiterbringt, es unheimlich viel Glück bringen kann letztendlich und es einem, und das habe ich damals gemerkt, diese Unterstützung, die wir dort auf dieser Indienreise mitgebracht haben, wir haben selbst in dem Projekt dort vor Ort gearbeitet, wo etwas gebaut wurde, wir haben dafür vorher gesammelt, aber wir waren dann selbst vor Ort und haben geguckt, wie funktioniert es und haben ein bisschen mitgearbeitet. Das gibt einfach ein unheimlich positives Gefühl zurück, etwas tun zu können, aber auf der anderen Seite auch wirklich zu erleben, dankbar sein zu können, wie gut es uns hier geht und was gut ist, das müssen wir nicht bereuen letztendlich und trotzdem andere zu unterstützen und was zu tun, damit es anderen Menschen auch besser geht. Das gibt einfach einem selbst unheimlich viel zurück. Und das gibt einfach ein eigenes Glücksgefühl, finde ich, was ganz vieles auch für uns hier aufwertet. Wenn du dir jetzt überlegst, wie viele Jahre jetzt schon die Partnerschaft, kann man ja sagen, besteht und es jetzt in diesem Jahr eine ganz tolle Geschichte gibt,
Was macht ihr nächsten Monat? Cliffhanger? Ja, was könnte es sein? Ja, wir haben uns schon eigentlich sprechen wir schon seit 2-3 Jahren drüber, dass wir natürlich gerne mal nach Ghana wollen, die Menschen vor Ort sehen wollen, kennenlernen wollen und auch unsere Projekte sehen wollen, was daraus geworden ist und wie sich das so vor Ort anfühlt. Und wir werden jetzt im September nach Ghana reisen, meine Frau und ich, und 3 Teammitglieder wollten gerne auch mitkommen, sind da auch ganz, ganz engagiert hier im Team bei der Vorbereitung, bei der Ausarbeitung der Themen letztendlich, so dass wir zu 5 nach Ghana fliegen im September. Und ich bin ganz froh, dass wir dann ganz viel gezeigt kriegen und vor allem auch mal reinfühlen können. Wie fühlt sich Ghana an? Wie sind die Menschen vor Ort, die Menschen kennenzulernen, reden zu können letztendlich. Auch deswegen freue ich mich auch super, dass wir noch 3 Teammitglieder dabei haben, dass die auch die Chance haben, mal das zu erleben und das dann auch zurück ins Team zu tragen. Da freue ich mich total drauf und es wird einfach super spannend und ja. Ja, wir freuen uns auch schon sehr darauf. Wir kriegen ja immer mal wieder Besuch. Das ist natürlich auch immer so ein zweischneidiges Schwert, wo ich gefragt werde, wenn die Leute kommen, wie ist das dann vor Ort? Wer kümmert sich und wer kann das machen? Das kann man ohne Probleme organisieren. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo wir hinfahren. Und mit euch haben wir eine ziemliche Tour einfach vor, weil ihr einfach auch ein bisschen Zeit mitbringt. Also wenn man nach Ghana kommen möchte und uns besuchen oder sich Projekte angucken, müssen wir einfach immer schauen, wie das zeitlich passt, weil natürlich die Projekte weiterlaufen, auch wenn wir Besuch haben. Und was ist gerade für eine Jahreszeit? Also regnet es nicht, ne? Kommt dann ein bisschen auf die Hitze an. Und bei euch ist es ja so, sind jetzt ja, ich sag mal, knapp 4 Wochen oder so, bis ihr dann zu uns nach Ghana kommt. Habt ihr jetzt, weil du auch dein Team erwähnst, hast du so ein bisschen eine Vorstellung oder eine Ahnung oder hast du irgendwelche Dinge, die du besonders im Kopf hast, was du mal gehört hast, jetzt auch vielleicht über Afrika im Ganzen oder so, was dich da erwartet? Hast du irgendeine Vorstellung? Irgendwas, was du beschreiben könntest? Also eine Vorstellung, dass es warm und staubig werden wird, auf jeden Fall. Und eine Vorstellung, das habe ich auch damals so eine der wichtigsten Erkenntnisse aus meiner Indienreise, dass da viele Menschen sehr offen sind. Und das ist auch eine Vorstellung, dass, glaube ich, auch, dass es in Afrika so ist, von all den Bildern, die ich gesehen habe, dass da viele Menschen sind, die auch interessiert an uns sind, die offen sind, die fröhlich sind, die glücklich sind, die auch Lust haben, zu zeigen, was sie gemacht haben, was entstanden ist und wo wir einfach eben auch mit in Kontakt kommen können. Ja, ich denke, dass einfach diese Begegnung, zum einen ist das Projekt jetzt, was wir zusammen machen, ja schon über 10 Jahre. Also da gibt's auch einfach wirklich was zu sehen, wo man sagen kann, was ist denn in der ganzen Zeit passiert? Und dadurch, dass ihr ja auch Menschen zusammengebracht hat, um uns zu helfen, gibt's dann einfach diesen Effekt, dass wenn jemand sich das vor Ort anguckt, das natürlich einfach eine ganz tolle Sache ist. Es lässt sich sowas einfach nicht transportieren, nur über Videos und Fotos. Das ist eine ganz andere Erfahrung, wenn man es selber vor Ort einfach sieht. Das ist einfach so. Deswegen sagt man ja einfach, so eine Reise, egal wo sie hin ist, eine Reise im Leben ist immer was einen quasi die ganze Zeit begleitet. Und ich denke, das ist ja so ein bisschen auch was dahinter steckt, und um zu schauen, einfach auch klar, wo ist das Engagement hingegangen. Klar, wir machen die Berichte, wie bei jedem anderen Projekt, und Videos und Fotos und so weiter. Aber wenn man sich's vor Ort anguckt und einfach vielleicht auch gerade mit den Kindern, mit den Schulen, mit den Schulleitern spricht, wo eben dieses Projekt Zukunft sehen, wo wir eben Bäume pflanzen, Setzlinge pflanzen und wie die von vor 10 Jahren bis jetzt, wie groß die schon geworden sind, und gerade wie auch, ich sag mal, die nächsten 10 Jahre einfach aussehen können, ne? Dann denke ich, ist das eine unheimliche Bereicherung für beide Seiten. Eben auch für die Menschen vor Ort, die ja wissen, dass das Geld oder alle Mittel, die wir für die Projekte brauchen, nicht von mir persönlich kommen oder von Victor oder unserem Team, sondern dass da eben Menschen hier und überall auf der Welt hinterstehen.
Gibt's eine Sache, die du dir besonders wünschen würdest? Hast du irgendwie so einen Wunsch an diese Reise? Ja, als Wunsch, dass wir dann als Gruppe einfach etwas von dem Spirit mit zurücknehmen letztendlich. Weil ich finde, das Wichtigste ist mir immer, wenn ich reise, ob es auch egal, wohin ich reise, auch wenn ich in den Sommerferien reise, Menschen kennenzulernen, nicht mit anderen Touristen zu reden, sondern selber Menschen vor Ort kennenzulernen. Und das ist schon in Südeuropa anders als bei uns und das ist in Indien anders und das ist in Afrika ganz anders. Und ich glaube, als Team mit ins Team zurück, so ein bisschen den Spirit nehmen, auf der einen Seite eine Leichtigkeit zurücknehmen, auf der anderen Seite auch nochmal mehr Dankbarkeit für das, was wir haben, aus den Gesprächen, die wir da hoffentlich führen können, weil das ist das, glaube ich, so dieses einfach Menschen vor Ort kennenlernen, erleben, wie es denen geht, einfach auf Augenhöhe dort mit den Menschen, mit den Schulleitern, mit den Kindern vor Ort mal zu reden, ein bisschen mitzuspielen, ein bisschen zu machen, einfach da zu sein und dann aber einfach auch mittendrin zu sein. Also nicht am Rand als Zuschauer, das ist mir wichtig, dass wir nicht irgendwie als, ich sag mal, Beobachter von außen da hinkommen, sondern einfach es wirklich fühlen können und erleben können letztendlich. Das finde ich ganz wichtig. Also nicht als, wir kommen da nicht hin, um damit wir angeschaut werden, hurra, von denen kommt das Geld, sondern ich möchte gerne die Menschen vor Ort kennenlernen und auf Augenhöhe mal sehen, wie fühlt sich das an, wie ist das da und wie geht's den Menschen und vielleicht auch was für positive Dinge haben die und was für negative Dinge beschäftigen die, wo das sind einfach ganz andere Erfahrungen, ganz andere Menschen und das mit zurückzunehmen und mit ins Team zurückzunehmen, hier davon erzählen zu können, da freue ich mich drauf. Ja. Die Verbindung zwischen Menschen ist eben das, was dem Leben auch seinen Wert oder so gibt. Lieber Heiko, ich danke dir. Ihr Lieben, ihr müsst uns unbedingt auf unserem Instagram-Kanal und auf unserem Facebook-Kanal und bei YouTube verfolgen, weil natürlich, klar, wenn Heiko und sein Team, seine Familie vor Ort sind, werden wir natürlich auch live von vor Ort berichten und ganz sicherlich uns nochmal hier treffen. Ich sag mal jetzt in 2 Monaten oder so, um zu schauen, wie war's denn dann wirklich. Dann haben wir natürlich nochmal viel mehr zu berichten. Ich danke euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bitte schreibt uns an podcast@madamfo-ghana.de, wenn ihr Wünsche, Anregungen und auch Kritik habt. Ihr wisst ja, ich freue mich immer darüber, wenn Leute uns auch sagen, was wir vielleicht nochmal anders machen können. Ja, und dir, lieber Heiko, wünschen wir erstmal alles Gute für die Vorbereitung, auch an deine Familie und Mitarbeiter. Und dann sehen wir uns, weil ich mache mich nämlich jetzt bald auf den Weg wieder nach Ghana. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir euch vom Flughafen abholen. Ja, hurra. Alles Gute. Freut mich sehr. Alles Gute euch. Ja, und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Und ihr wisst ja, liken, 5 Sterne geben. Ciao. Super. Tschüss zusammen.